Hi und herzlich willkommen zu meinem Stand der Dinge Video im Bereich des Diamond Painting. Ich bin heute ein bisschen oder die Woche ein bisschen früher dran, weil bei uns jetzt am Wochenende Geburtstag ansteht und ich dann noch ein bisschen was machen will und 2 Kuchen backen möchte. Und ja, deswegen sozusagen ist das jetzt der Stand vom Freitag. Na, ich gehe nachher noch schnell einkaufen. Morgen wird dann Biskuit gebacken. Ich mache nämlich Pfirsichboden und eine Schwarzwälder Kirsch. Ja, und am Sonntag ist dann Geburtstag angesagt. Und damit trotzdem am Sonntag so ein kleines Video kommt, dachte ich, zeige ich dir einfach den Stand bis jetzt am Freitag. Ja, du siehst es hier schon. Ich habe nochmal das Bild von der Hobby-Ecke hergelegt. Und zwar das Bild Marie. Es hat runde Steinchen, 49 Farben, super viele Sondersteinchen mit AB, also Aurora Borealis und Fairy Dust Steinchen. Die runden Steinchen sind Acrylsteinchen. Sind aber trotzdem, finde ich, sehr, sehr schön. Das Bild habe ich die Woche fertig gepaintet. Also da habe ich noch am Montag, glaube ich, dran gepaintet oder am Sonntagnachmittag. Auf jeden Fall hatte ich es dir im letzten Stand der Dinge noch nicht fertig gezeigt. Da war das auch noch nicht fertig. Aber am 30. Genau, da habe ich es fertig gemacht. Ja, sehr schön. Ein super schönes Bild. Und ich finde, es kommt super schön raus. Also, doch, sehr, sehr schön. Die Steinchen wollte ich dir noch zeigen. Die haben auch ausgereicht. Das habe ich, glaube ich, vergessen gehabt bei dem Monatsrückblick. Aber ist ja nicht schlimm. Ich hatte das ja in den Slotboxen und die Steinchen, du siehst es, sind überall noch welche vorhanden und auch jede Menge. Ja, auch hier unten von den Sondersteinchen. Na. Also für so finde ich die Slotboxen wirklich top. Sind sehr schön. Gehen zwar nicht so viele Steinchen rein, aber ich finde so an sich ein schönes Sortiersystem. Genau. Ja, sehr schön. Schöne Qualität, schönes Bild. Und hier das Stückchen, da hatte nur noch so ein paar Steine gefehlt, ein paar Farben, sagen wir so rum. Ein paar Farben haben gefehlt. Und ja, das war dann schnell gepaintet nachher. Ja. Also einmal so groß mit Rand. Da war ja noch der Rand von der Folie so hat ungefähr gefehlt. Aber wie gesagt, es war schon vorgepaintet. Falls du das letzte Video vom Stand der Dinge gesehen hast, hast du es vielleicht gesehen. Aber es gehört noch für die Woche, für den Rückblick sozusagen dazu. Für den Stand. Und jetzt, wie gesagt, einmal fertig. Ja, jetzt habe ich kein Bildchen mehr von der Hobby-Ecke am Start. Ich bin noch am gucken. Vielleicht hole ich noch mal eins. Also ich habe noch Timmy. Das Zebra habe ich ja noch hier. Vielleicht fange ich den an, aber jetzt erstmal noch nicht. Mal gucken. Ich würde jetzt gerne erstmal das Bildchen von Trudi anfangen, obwohl ich da jetzt auch schon überlegt habe, dass ich das vielleicht für den nächsten Monat dann mit dazu nehme. Dass ich da vielleicht mit dir auch die Steinchen dann vorsortiere und da ein bisschen was erzähle. Denn ja, ob ich jetzt painte und dir was erzähle oder die Steinchen umkippe, obwohl vielleicht bei den Steinchen hat man halt mehr Nebengeräusche. Dadurch, dass man mit den Tütchen und dem Schütten hat. Ja, genau. Ja, mal gucken. Da bei dem
Bild von Trudi. Da siehst du vielleicht am Dienstag, wenn du es gucken möchtest, das zweite Bild. Ich habe hier den Twin Spirit und die beiden Fische und dann kommt am Dienstag das andere Bildchen, was ich da noch mit dazu bestellt habe. Da bin ich mal gespannt, falls du es siehst, was du dazu sagst. Mal gucken. Ich muss dir sagen, ich habe die beiden Bilder meinem Sohn gezeigt und er war bei beiden, oh, nee, Mama. Ja gut, Geschmäcker sind verschieden, was willst du machen, ne? Ja. So, meine Tochter hat gesagt, ach, ihr gefällt das Twin Spirit am besten. Wenn sie davon eins aussuchen müsste. Und da dachte ich dann, ja, siehst du, so unterschiedlich sind die Geschmäcker, ne? Aber wie gesagt, ist auch nicht schlimm. Mir haben beide Bilder gut gefallen, von daher bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. So, dann habe ich hier jetzt das nächste Bildchen liegen. Und zwar habe ich einen Stein verloren. Oh, nee, ist nicht hier, der ist rausgehüpft. Und zwar habe ich einmal von The One with the Diamond Art das, ich glaube, Little Surprise in the Snow von Finira. Und da habe ich hier einmal die Ecke gepaintet. Und ich sehe gerade, die Steinchen heben sich da ein bisschen. Vielleicht ist es deswegen rausgehüpft. Muss ich mal gucken. Die Steinchen so an sich liegen top, finde ich. Also sind nicht ganz so eng, aber ich sehe gerade hier so ein bisschen, die eine Farbe hat mal ein bisschen größere. Siehst du das hier von dem Schliff her? Der hier zum Beispiel und der da, also es fällt mir jetzt erst auf. Das sind so ein, zwei Steinchen. Ein bisschen, oder machen den Eindruck, als wären sie größer. Aber vielleicht ist das auch eine Einbildung von mir, ich weiß nicht. Könnte sein. Ja. Auf jeden Fall habe ich hier unten gestartet und diese Ecke einmal gepaintet, dass das Steinchen da rausgesprungen ist. Ignoriere ich jetzt. Das setze ich später nochmal ein. Ich bin hier hingegangen und habe mir hier unten Release Paper hingeklebt. Und das werde ich dann jetzt immer wechseln. Sobald ich das Feld gepaintet habe, kommt das nach oben. Und dann werde ich denke so, einmal painten. Weiß nicht, mir war danach und deswegen habe ich das mal so gestartet. Das Bildchen hier hat 43 Farben und ist 50 mal 40. Als Sondersteinchen ist der Fairy Dust drin, aber der heißt bei The One with the Diamond Art anders. Ich glaube, Pearlescent Shimmer heißt er. Und das Bildchen hatte ich schon letztes Jahr gekauft. Wollte es auch letztes Jahr gerne painten, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Und ja, es ist mir jetzt wieder in die Hände gefallen und dann dachte ich, komm, painten wir mal. Ja, finde ich ganz süß. Mit dem Rehkitz ist es ein super schlichtes, einfaches Bild, finde ich. Aber trotzdem irgendwie sehr schön. Also, ja, schön. Ein schönes, unaufgeregtes Bild. Ja, darf auch mal sein. Ja, genau. Das habe ich, wie gesagt, einmal die Ecke dort unten gepaintet. Dann habe ich hier an meinem Otter Spirit weiter gepaintet. Da fehlt mir jetzt noch das Feld vom Samstag. Aber sonst ist das wirklich schön. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass das doch, ich finde, sehr gut rauskommt. Auch mit dieser ein bisschen härteren Umrandung hier
aber trotzdem finde ich, kann man das super schön anschauen. Am Rand ist halt ein bisschen viel dunkel, schwarz und blau, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, denn ja, der Mittelpunkt ist ja auf sie und den kleinen Otter. Ja. Das Bild ist groß. Ich runde jetzt die Zahlen. 79 mal 56. Also es sind eigentlich Kommazahlen, aber ich runde das jetzt. Denn ja, die 0,2 Zentimeterchen da, 0,3 ignorieren wir. Es hat 62 Farben und es hat Fairy Dust und AB-Steinchen. Ja, wie ich finde, auch schön eingesetzt. Es ist nicht alles so auf einen Block. Der Fairy Dust ist hier meistens am Wasser hier, an den Sprenklern, an den Spritzern eingesetzt. Und der weiße AB, einmal hier bei ihr und auch einmal hier der blaue AB. Es ist auch noch der rote AB mit dabei und der ist hier sozusagen an dieser Haarsträhne und so ein bisschen auch oben an ihren Haaren mit drin. Und ganz vereinzelt immer so ein, zwei, wo hier an der Seite noch sind von den Wellen, von den Spritzern. Ja, sehr, sehr schön. Hätte nicht gedacht, dass ich da doch so gut mit auf dem Stand bleibe. Ich dachte eigentlich, da die Felder recht groß sind, dass das zu viel ist. Aber dadurch, dass man bei manchen Feldern ja relativ viel Color Blocking hat, hebt sich das von den Zeiten her wieder auf. Ich meine, wenn ich ein Feld nicht fertig kriege, dann mache ich da am nächsten Tag weiter. Also um Gottes Willen, das ist gar nicht so gravierend. Und bis jetzt ist es auch gut machbar gewesen bei mir. Ja, ja, und ich freue mich, wenn das Bildchen dann fertig wird. Das painte ich ja zu dem Event von der lieben Heike. Happy Summer Feeling, 30 Felder, Event geht 2 Monate und jeden zweiten Tag wird eine Nummer gezogen zum Painten. Ja, aber das ist nicht das Einzigste. Ich habe noch an dem Mystery von Karat Art gepainted, Magic Mystery Magic oder Magic Mystery heißt es. Falls du das jetzt nicht sehen willst, kann ich das verstehen. Ich möchte niemanden spoilern. Dann vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und ja, jeder, der es sehen möchte, weil es ist schon ein bisschen älter, dieses Bild. Ich glaube, das ist aus Anfang letzten Jahres. War das? Ja, auf jeden Fall, ich zeige es jetzt, ich drehe es um. Da habe ich so weit gepainted. Ich habe es mir mit dem Release Paper von Janine X ausgelegt und habe da 2 Felder und einmal hier, da ist das mit dem Release Paper nicht aufgegangen, da war da die Folie und ich muss ehrlich sagen, mich stört das immer so ein bisschen. Und deswegen habe ich das dann schon gepainted. Ja, wie gesagt, 2 Felderchen davon sind gepainted. Ich habe gerade geguckt, wo ich die Release Paper hingelegt habe. Denn eigentlich, ach ja, war ich der Meinung, wollte ich gerade sagen, dass ich sie hier oben drauf gelegt hatte. Ja. So, die 2 und wie gesagt die Folie. Aber die Folie, die habe ich jetzt schon weggeschmissen. Genau, auch sehr schön. Und ich muss sagen, hier bei den hellen Steinchen habe ich diesmal keine Probleme. Super schön, schöne Qualität, liegen super. Ganz toll. Ja, ja, und das ist ja Magic Mystery
von Eva, genau, der Künstlerin hier. Und es ist 40 mal 50, hat 34 Farben. Lässt sich auch sehr schön painten. Es ist schön, wie die Sondersteinchen hier schon eingesetzt sind. Und mal gucken, wie weit ich da komme. Ja. Ich lasse ja immer dann die Release Papers hier in der Aufbewahrung mitliegen, damit ich immer weiß, was ich dann so gemacht habe. Ja, das hier ist die Aufbewahrung von Artdot. Ich habe mir hier vorne das Bildchen reingemacht, damit ich weiß, welche Steinchen das sind, von welchem Bild. Habe hier die Döschen drin, nach Symbol oder mit Symbol und DMC-Nummer. Und ja, danach wird dann gepaintet. Ja, schön, sehr praktisch. So habe ich auch das Rehkitz gemacht. Da siehst du es. Da ist noch der Sticker dazu. Und auch hier vorne habe ich mir das Bildchen einfach reingelegt. Ja, da bin ich auch hingegangen. Das habe ich bei dem anderen auch gemacht. Und habe mir, falls mal was sein sollte, die Legende ja einfach dann so mit dazu gemacht. Dann weiß ich, welches Bild das ist. Und kann, falls ich die Legende nicht mehr lesen kann, weil ich überklebe die mir hier auf den Bildern ja immer mit Washi-Tape, dann trotzdem nochmal nachgucken, falls ich mir irgendwo unsicher bin und muss mir dann nicht immer das Washi-Tape runter machen, wenn das so breit ist. Du siehst hier beim Diamond Art Club ist es ein dünnes Washi-Tape, aber hier hält es auch nicht so gut. Und da sieht man die Legende so. Ja, genau, auf jeden Fall Mystery drehe ich wieder um. Das muss ja nicht sein, falls das ja jemand nicht sehen möchte. Und genau, das sind jetzt einmal die Sachen, an denen ich, kriege ich gar nicht alles drauf, so weit gepaintet habe. Dann dahin, so. Und ja, so ist der Stand. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht schreibst, was du gerade paintest oder was du gerade machst, so bei dem schönen warmen Wetter. Und ich würde mich auch mega freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, wenn dir das Video gefallen hat. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelarbeiten oder Projekten, zu meinen Handarbeitsprojekten. Das ist ja jetzt nicht mehr nur Häkeln, weil meine Hände nicht wissen, was sie alles treiben sollen. Ja, deswegen bin ich momentan so ein bisschen unentschlossen mit den Sachen. Aber gut, das ist eine Findungsphase vielleicht, nennen wir es mal so. Mal gucken, was das noch so gibt. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Und schreib mir gerne an, was du gerade arbeitest. Obwohl arbeiten ist das falsche Wort. Was dein Hobby ist. Womit du dir die Zeit vertreibst. Und dann würde ich mich freuen, von dir zu lesen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß die Zeit. Bleib gesund. Mach's gut. Tschüss.